An den Grenzen eines der mächtigsten Länder der Welt patrouillieren bald keine Soldaten mehr, sondern Roboter und Drohnen. Genau daran arbeitet die Volksbefreiungsarmee mit Hochdruck. Autonome Systeme, künstliche Intelligenz und Maschinen, die rund um die Uhr überwachen sollen, ohne Pause, ohne Angst, ohne Fehler. Doch trotz all dieser Hightech-Entwicklungen gibt es einige Faktoren, die selbst modernste Technologie bislang nicht ersetzen kann. Zum Beispiel den Instinkt eines Hundes. Seit Jahrzehnten gehören Diensthunde weltweit zu den effektivsten Unterstützern militärischer Einheiten. Ihre Sinne sind Maschinen oft überlegen, ihre Loyalität unerschütterlich. Und ihre Fähigkeit, in Sekundenbruchteilen auf unvorhersehbare Situationen zu reagieren, ist bis heute einzigartig. Gerade in China zeigt sich dieser spannende Kontrast besonders deutlich. Während Roboter und Drohnen immer mehr Aufgaben übernehmen sollen, bleiben Wach- und Schutzhunde ein fester Bestandteil militärischer Sicherheit. Und genau darum geht es in diesem Video. Welche Hunde setzt das chinesische Militär ein? Wie werden sie ausgebildet? Und warum sind sie selbst im Zeitalter von KI und Robotik noch immer unverzichtbar? Lasst uns all diese Fragen nun gemeinsam klären. Steigen wir also direkt ein. Kapitel 1: Die Anfänge in der Volksbefreiungsarmee. Das chinesische Projekt zur Nutzung militärischer Diensthunde begann bereits in den 1950er Jahren. Erste Ausbildungs- und Zuchtprogramme wurden kurz nach der Gründung der Volksrepublik China initiiert, als man erkannte, dass Hunde für Patrouillen, Bewachung und Schutzaufgaben wertvolle Helfer sein können. Während der Kulturrevolution wurde das Programm in den 1960er und 1970er Jahren stark eingeschränkt. Erst in den 1990er Jahren wurde die Hundeausbildung systematisch wieder aufgenommen. Heute dienen mehr als 10.000 militärische Diensthunde in der PLA und werden in über 5.000 Einheiten eingesetzt. Kapitel 2: Aufgaben und Einsatzbereiche. Erste Wach- und Patrouillenaufgaben. Eine der wichtigsten Rollen: Schutz und Kontrolle sensibler Bereiche. Ob Militärbasen, Flughäfen, Hafenanlagen oder Munitionsdepots, überall dort, wo Sicherheit oberste Priorität hat, sind Diensthunde im Einsatz. Sie patrouillieren gemeinsam mit ihren Hundeführern, sichern Gelände ab und übernehmen Aufgaben, bei denen Technik allein nicht ausreicht. Denn ein Hund erkennt oft das, was Kameras oder Sensoren übersehen. Ungewöhnliche Bewegungen, versteckte Personen oder subtile Veränderungen in der Umgebung. Gerade an Grenzgebieten, wo China zunehmend auch auf moderne Überwachungstechnologie setzt, bleiben Hunde ein entscheidender Faktor. Sie reagieren sofort, ohne Verzögerung, ohne Systemfehler. Zweitens: Spür- und Suchdienste. Hier zeigt sich eine der größten Stärken von Diensthunden: ihr unvergleichlicher Geruchssinn. Sie sind in der Lage, kleinste Mengen von Sprengstoffen, Drogen oder anderen gefährlichen Substanzen aufzuspüren, selbst unter schwierigsten Bedingungen. Doch ihre Fähigkeiten gehen noch weiter. Bei Naturkatastrophen, Unglücken oder vermissten Personen kommen sie als Suchhunde zum Einsatz. In Trümmern, unwegsamem Gelände oder dicht besiedelten Gebieten können sie Leben retten, oft dann, wenn jede Sekunde zählt. Wo Maschinen an ihre Grenzen stoßen, beginnt der Einsatz dieser Hunde. Dritte: Spezielle militärische Aufgaben. Einige der anspruchsvollsten Einsätze finden im Verborgenen statt. Hier unterstützen Militärhunde bei Antiterroroperationen, Sicherheitskontrollen und taktischen Einsätzen in potenziell gefährlichen Situationen. In bestimmten Einheiten werden sie sogar darauf trainiert, Minenfelder zu durchsuchen oder feindliche Positionen aufzuspüren. Aufgaben, bei denen höchste Präzision und absolute Nervenstärke gefragt sind. Diese Hunde bewegen sich oft in Umgebungen, die für Menschen lebensgefährlich sind. Sie sind schnell, leise und extrem effizient. Am Ende wird eines deutlich: Diese Hunde sind weit mehr als nur Unterstützung.
Sie sind ein integraler Bestandteil moderner Militäreinheiten der Volksbefreiungsarmee. Unsichtbar für viele, aber unverzichtbar im Einsatz. Kapitel 3: Genetische Grundlagen der Hunderassen. Wenn wir uns die Wach- und Schutzhunde des chinesischen Militärs genauer anschauen, wird schnell klar: Hier setzt man nicht auf Zufall, sondern auf gezielte Zucht, Leistung und genetische Optimierung. Im Zentrum steht dabei eine ganz besondere Hunderasse, der Kunming Dog. Er gilt als Chinas eigene Antwort auf klassische Militärhunde. Diese Rasse entstand bereits in den 1950er Jahren durch die gezielte Kreuzung aus Linien des Deutscher Schäferhundes mit einheimischen Hunden aus China. Teilweise wurde sogar mit wolfstypischen Eigenschaften gearbeitet, um Härte, Ausdauer und Instinkt zu verstärken. Das Ergebnis? Ein Hund, der perfekt auf die Anforderungen des chinesischen Militärs und der Polizeieinheiten zugeschnitten ist. Robust, nervenstark, sehr intelligent und extrem loyal. Seit den 1980er Jahren ist der Kunming Dog offiziell anerkannt und wird heute breit eingesetzt. Nicht nur im Militär, sondern auch bei Polizei, Zoll und in Rettungseinheiten. Doch China verlässt sich nicht ausschließlich auf eine eigene Zucht. Neben dem Kunming Dog kommen auch international bewährte Diensthunde zum Einsatz, darunter der Deutsche Schäferhund, ein Klassiker im Schutzdienst, natürlich auch der belgische Malinois, bekannt für Schnelligkeit und extreme Arbeitsbereitschaft, sowie der Labrador Retriever, besonders stark im Spürdienst. Diese Hunde bringen genau die Eigenschaften mit, die im Einsatz entscheidend sind: Intelligenz, Belastbarkeit und einen herausragenden Geruchssinn. Kapitel 4: Ausbildung und Training. Doch selbst die beste Genetik entscheidet noch nicht über Erfolg oder Misserfolg im Einsatz. Was einen Militärhund wirklich formt, ist seine Ausbildung. Und die ist kompromisslos. Schon im jungen Alter beginnt für die Hunde ein streng strukturiertes Training. Hier wird das Fundament gelegt: Gehorsam, Kontrolle und absolute Verlässlichkeit in jeder Situation. Jeder Befehl muss sitzen. Jede Reaktion muss stimmen. Denn im Ernstfall gibt es keine zweite Chance. Doch das ist erst der Anfang. Mit zunehmender Ausbildung folgt die Spezialisierung. Je nach Einsatzgebiet werden die Hunde gezielt darauf trainiert, Sprengstoffe oder Drogen aufzuspüren, weitläufige Areale zu sichern oder Bedrohungen zu erkennen, bevor sie überhaupt sichtbar werden. Und genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Die Hunde trainieren nicht im ruhigen Umfeld, sondern mitten im Chaos. Lauter Lärm, plötzliche Bewegungen, fremde Gerüche, Stresssituationen. Alles wird bewusst simuliert, um die Tiere auf den Ernstfall vorzubereiten. Sie lernen, auch unter extremem Druck fokussiert zu bleiben und exakt das zu tun, was von ihnen verlangt wird. Ausgebildet werden sie in spezialisierten Einheiten der Volksbefreiungsarmee, oft in enger Zusammenarbeit mit Polizei und anderen Sicherheitsbehörden. Hier entstehen keine einfachen Teams. Hier entstehen eingespielte Partnerschaften zwischen Mensch und Hund, basierend auf Vertrauen, Präzision und absoluter Verlässlichkeit. Denn am Ende entscheidet im Einsatz nicht Technik, nicht Theorie, sondern perfektes Zusammenspiel. Ein Moment der Unsicherheit kann alles verändern. Und genau deshalb wird hier nichts dem Zufall überlassen. Kapitel 5: Bedeutung im modernen Kontext. In einer Zeit, in der moderne Militärtechnologie immer weiter voranschreitet, stellt sich eine entscheidende Frage: Wer ist überlegen? Maschine oder Hund? Gerade China investiert massiv in Zukunftstechnologien. Die Volksbefreiungsarmee setzt zunehmend auf. Autonome Überwachungssysteme, hochentwickelte Drohnen und sogar robotische Patrouilleneinheiten. Besonders an sensiblen Regionen, etwa entlang von Grenzgebieten, wird bereits mit automatisierten Sicherheitssystemen experimentiert,
die langfristig einen Teil der klassischen Wachaufgaben übernehmen könnten. Die Vision ist klar. Maschinen, die rund um die Uhr überwachen, ohne Müdigkeit, ohne Emotionen und ohne Risiko für menschliche Soldaten. Doch genau hier liegt auch die Grenze dieser Technologie. Denn so fortschrittlich Roboter und Drohnen auch sind, sie haben keinen Instinkt. Ein Diensthund hingegen kann feinste Gerüche wahrnehmen, die kein Sensor bislang zuverlässig erkennen kann. Oder Atemgeräusche versteckter Personen hören. Auch die Körpersprache und Verhalten von Menschen intuitiv deuten und in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen, wenn eine Situation eskaliert. Vor allem in chaotischen, unvorhersehbaren Szenarien, wie bei Rettungseinsätzen, unübersichtlichem Gelände oder spontanen Bedrohungen, stoßen Maschinen schnell an ihre Grenzen. Ein Hund dagegen passt sich an. Er denkt nicht in Programmen, sondern reagiert flexibel, instinktiv und situationsabhängig. Genau deshalb bleibt der militärische Diensthund trotz aller technologischen Entwicklungen ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Sicherheitssysteme. Oder anders gesagt, die Zukunft gehört vielleicht den Maschinen. Aber im Ernstfall verlässt man sich noch immer auf den besten Partner des Menschen. Ziehen wir an dieser Stelle ein Fazit. China steht an der Schwelle zu einer neuen Ära der Sicherheit. Drohnen am Himmel, Roboter am Boden und autonome Systeme, die ganze Gebiete überwachen sollen. Die Volksbefreiungsarmee treibt diese Entwicklung voran, um Kontrolle effizienter und unabhängiger vom Menschen zu machen. Doch ein entscheidender Faktor bleibt: der Hund. Die militärischen Wach- und Schutzhunde Chinas vereinen Erfahrung, moderne Ausbildung und gezielte Zucht. Der Grund, warum Hunde unverzichtbar sind, liegt tief. Sie handeln nach Instinkt, erkennen, was Maschinen übersehen und reagieren dort richtig, wo Algorithmen versagen. Vielleicht sichern Roboter künftig Grenzen, doch im entscheidenden Moment vertraut man dem Hund, nicht der Maschine.